Wir haben hier im Orange Ecoland unser Retreat veranstaltet, welches Sweet Devotion hieß. Es ging um die Hingabe zum Leben, Vertrauen ins Leben, wieder anders zu spüren, anders zu verkörpern, zu fühlen, wie es was bedeutet, sich dem Leben hinzugeben, mit allem, was kommt, mit jeder Herausforderung, mit allem Schönen im Leben. Und wir haben uns ganz speziell für Orange Ecoland entschieden, weil einfach die Energie hier sehr gut geeignet ist für Retreats. Eben mit den ganzen Elementen, die hier vorhanden sind und man wirklich sehr, sehr in der Natur, vor allem, weil als wir das erste Mal hier waren, einfach diese Energie von diesem Ort, von diesem Land, diesen Bergen, dieser ja unglaublichen Vielfalt, was auf diesem Land hier herrscht, mit dem Fluss, total gespürt haben, dass das der perfekte Ort ist, um Sweet Devotion hier stattfinden zu lassen. Ja, und wir sehen auch so sehr diese Vision auch von dem Ort, ein Ort, an dem diese Healing Work stattfinden soll, an dem es halt eben genau darum geht. Im Vorfeld war die Kommunikation teilweise einfach ein bisschen schwierig, weil einiges noch nicht stand. Das heißt, es gab nicht die Möglichkeit, ein Bild von der Plattform zu sehen, auf der wir das später alles machen werden, weil die Plattform hat noch nicht existiert. Und dennoch muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, als wir hier angekommen sind, hier waren, die Plattform fertig war und das alles wirklich Gestalt angenommen hat, war es auch genau richtig. Sowieso, aber auch die Arbeit mit dem Team. Wir hatten hier einen wundervollen Koch, also Micha hat uns verwöhnt. Und ja, die zwei Volunteers, die hier auf dem Land sind, waren auch super hilfsbereit, haben uns von vorne bis hinten, von A bis Z geholfen. Und ja, auch Sabrina hier auf dem Land hat ganz viel gemanagt, ganz viel gemacht, mit den Jungs durchgegangen. Ja, wir fanden den Space hier wunderschön. Also wie gerade eben schon gesagt, es ist sehr raw, es ist sehr, es ist eine Küche, die hat alles, was man braucht. Man kann gut darin kochen. Es ist mit Gas. Das Gas machst du wirklich so an. Also ich habe tatsächlich noch nie in der Küche gekocht, wo ich das Gas noch so anmachen musste. Das heißt, auch in so Momenten darf man sich mal dran gewöhnen. Und wir hatten noch Teilnehmerinnen, die definitiv einen anderen Luxus erwartet haben. Ne? Und dann ist das natürlich auch erstmal so, oh. Aber auch das, darum ging es uns, dieses zurück zum Ursprung zu kommen, zu sehen, genau das reicht absolut aus. Und es ist trotzdem super liebevoll alles. Also es ist nicht sondern es ist einfach, ja, teilweise ein bisschen spartanisch, aber richtig schön. Also hier die Fläche, auf der wir gerade sitzen, so wie das kleine Wohnzimmer, das ist super schön umgeben von den Bergen. Die Zelte haben mich auch sehr positiv überrascht. Also ich finde die Zelte super schön eingerichtet und habe ich nichts daran auszusetzen, genauso wie auch der Space, wo wir eben unsere ganzen Prozesse und ja, das ganze Retreat eigentlich haben stattfinden lassen. Die Plattform inmitten des Waldes neben dem Fluss, das ist super schön. Unsere Teilnehmer haben zu 95% gebucht, ohne dass sie wussten, was sie erwartet, ohne dass sie wussten, wo sie überhaupt schlafen werden, wie der Ort aussieht, da wir ganz bewusst vorher das nicht preisgegeben haben. Und natürlich gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche waren total erstaunt darüber, dass wir in so einer sehr natürlichen, einfachen, spartanischen Umgebung unser Retreat gewählt haben. Und ich würde sagen, unterm Strich sind die meisten sehr positiv überrascht gewesen darüber, wie schnell sie sich eigentlich damit identifizieren konnten, sich mit wirklich wenig in der Gruppe und in der Natur wohlzufühlen. Wir haben bereits einige Nachrichten erhalten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die extrem begeistert waren und die teilweise sagen, dass sie lebensverändernde Erfahrungen hier gemacht haben, und genau das war unsere Intention dahinter. Ja, und dafür war der Space dann auch einfach genau richtig. Also auch hier haben wir gesagt, so wie du es, auch das ist Devotion. Ne? Wir hatten ein paar Mädels, die absolut mit viel mehr Luxus gerechnet haben, die auch ankamen und gesagt haben, oh, wow, okay. Ich dachte, das wäre ein cooles, krasses Komplex und mit Pool und was auch immer. Aber das war genau richtig, ne? Also das war, wie du auch gesagt hast, es war so schön, sich wirklich mit dieser Einfachheit, mit der Natur so zu verbinden. Dahingehend war auch das Feedback wirklich gut, weil niemand war nachhaltig davon gestört. Es war vielleicht der Moment, wow, krass, am Das Anfang, Ankommen, das ja. Ankommen.
So, man hat ja doch immer irgendeine Erwartung, auch wenn man vielleicht keine haben möchte und auch keine haben kann, wenn man nicht weiß, wohin es geht, so richtig. Aber ja, das war, würde ich sagen, schon sehr, sehr positiv dann auch durch die Bank weg, ne, das Feedback. Und ja,